Hallo Fans von Pixelsight. Heute zeige ich euch, wie ich meine Bilder stretche. Neben der hier gezeigten Methode gibt es noch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Autohistogramm. Als erstes rufe ich mir die Histogrammtransformation unter Process All Processes auf. Dann klicke ich hier auf das Kreissymbol, da geht ein Vorschaufenster auf, dann noch ein Klick auf der Section auf der rechten Seite und zuletzt noch ein Reset bei der STF. Zuerst schiebe ich den Mittenregler grob nach links, so dass sich das Histogramm vom linken Rand wegbewegt. Mein Ziel ist es, dass die Mitte der Kurve bei einem x-Wert von ca. 0,05 ist. Als nächstes schiebe ich den Schattenregler näher an die Kurve heran. Ich lasse immer ein wenig Platz zwischen dem linken Rand und der Kurve. Nun gehe ich mit der Maus über die Vorschau im Histogramm und kontrolliere den x-Wert. Der x-Wert ist 0,02, also noch etwas zu dunkel. Also muss der Mittenregler noch ein Stück nach links. Ich schiebe den Mittenregler und Schattenregler so lange hin und her, bis der x-Wert passt. Und dann zum Schluss einfach anwenden. Somit ist der erste Schritt erledigt. Als nächstes ziehe ich mir einen Vorschaubereich auf, wo keine Nebel oder keine Objekte sind. Dass Sterne mit dabei sind, das macht nichts. Dann ziehe ich mir noch eine zweite Vorschau auf, aber dieses Mal, wo der Nebel und ein Stück Hintergrund ist. Danach rufe ich dann Maßstretch unter Process All Processes auf. Als nächstes stelle ich den Zielhintergrund auf 0,15 ein. In der späteren Bearbeitung korrigiere ich diesen weiter nach unten. Als nächstes wähle ich die Hintergrundreferenz aus, in meinem Fall ist es die Preview 1. Und stelle das Upper Limit auf 0,55. Als kleine Faustformel habe ich mir gemerkt, Upper Limit ist gleich x-Wert vom Histogramm plus einer Toleranz von 0,05. Nun kommt das große Probieren mit dem Clipping. Dazu aktiviere ich die Vorschau mit dem Objekt. Ich schaue in erster Linie nach dem Hintergrund. Wird der Hintergrund zu bunt, wabert oder rauscht zu sehr, dann ist das Clipping zu hoch eingestellt. In der Vorschau können immer wieder neue Werte ausprobiert werden, ohne das Bild zu beeinflussen. Wenn mir das Vorschauergebnis gefällt, dann wende ich das Ganze auf das Bild an. Somit ist das Bild digital entwickelt und es kann weiter in der Bearbeitung gehen. Mit welchen Funktionen entwickelt ihr euer Bild? Schreibt es mal in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.